Hallo und herzlich willkommen zu OEC Campus. In diesem Modul befassen wir uns mit dem Thema Megatrends. Unternehmen, Verwaltungen, Institutionen und andere gesellschaftliche Akteure agieren heutzutage in einem Umfeld komplexer Entwicklungen und Herausforderungen. Hierzu gehören unter anderem der schnelle technologische Wandel, die digitale Transformation und die umfassende Vernetzung. Aspekte wie Industrie 4.0, Internet der Dinge, Robotik oder künstliche Intelligenz verändern die Art, wie Unternehmen funktionieren und wirtschaften. Aus diesem technologischen Wandel resultiert ausgeprägter Wettbewerbs- und Innovationsdruck. Neben den technologischen prägen auch soziale Veränderungen unsere Gesellschaft. So führt der demografische Wandel zu umfangreichem Fachkräftemangel in vielen Bereichen. Weil es nicht mehr ausreichend viele Kandidatinnen und Kandidaten gibt, bleiben Stellen lange unbesetzt, was den Kampf um Talente in Wirtschaft und Gesellschaft intensiviert. Zu den größten Trends unserer Zeit gehört auch die nachhaltige Transformation. Sie geht mit steigenden Anforderungen in Bezug auf Klima- und Umweltschutz einher und führt zu neuen Denkmustern wie dem Ansatz der Kreislaufwirtschaft. Dies sind nur ausgewählte Beispiele für bedeutende Trends. Eine ausführliche Übersicht zu elementaren Entwicklungen finden Sie im Trendbuch Innovation. Auf einer übersichtlichen Trendmap sind 7 Makro- und 20 Mikrotrends in Verbindung mit zentralen Aspekten dargestellt. Hinzu kommen jedoch auch politische Entwicklungen, die das wirtschaftliche und gesellschaftliche Umfeld erheblich prägen. Man sagt daher, dass Unternehmen und Institutionen in einem Umfeld agieren, das man mit der Abkürzung VUCA bezeichnen kann. VUCA steht dabei für Volatility, Uncertainty, Complexity und Ambiguity. Das heißt übersetzt Unbeständigkeit, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit. Wie immer bei großen Trends stellen all diese Entwicklungen und Herausforderungen auch Chancen für die Gesellschaft dar. Um sie zu identifizieren, zu verstehen und eine Einschätzung hinsichtlich ihrer Relevanz vornehmen zu können, braucht es geeignete Instrumente. Gesellschaftliche Akteure, also Unternehmen, Verwaltungen und Institutionen, sollten sicherstellen, dass sie von relevanten Trends erfahren und diese dann hinsichtlich ihrer Chancen und Risiken in Bezug auf die Stadt, das Unternehmen oder die Organisation bewerten. Aber wie bewertet man einen Trend? Ein bekanntes Instrument zur Trendbewertung ist der Hype Cycle des Marktforschungsinstituts Gartner. Technische Entwicklungen und Innovationen verlaufen demnach in einer immer ähnlichen Kurve, dem Hype Cycle. Als Hype wird eine kurzfristige Hysterie um ein Thema bzw. eine Technologie bezeichnet. Der Hype Cycle ist eine vereinfachte Darstellung der öffentlichen Wahrnehmung und Potenzialbewertung für Technologien und Innovationen. Abgebildet werden sie im zeitlichen Verlauf, von der Entstehung bis zur Marktreife. Der Verlauf der Hype Cycle Kurve folgt folgendem Schema. Zu Beginn steht ein technologischer Auslöser, der das Thema für die Öffentlichkeit sichtbar macht und auf breites Interesse des Fachpublikums stößt. Meist werden hier erste Forschungsergebnisse oder Prototypen sowie Beschreibungen erfolgversprechender Anwendungsfelder für die Zukunft vorgestellt. Dann folgt eine schnelle Abfolge von Über- und Unterbewertungen, die einen festen Bestandteil des Lebenszyklus der Innovation abbilden. Die Erwartungen steigen zunächst extrem an. Der sogenannte Gipfel der überzogenen Erwartungen beschreibt den Höhepunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit. Investitionsinteresse und Medienberichterstattung befinden sich auf einem Höchststand und Unternehmen beginnen, die Technologie für ihre eigenen Innovationen aufzugreifen. Erste Produkte und Anwendungen werden im Markt eingeführt. Die Technologien sind zu diesem Zeitpunkt noch unausgereift. Die zuvor überbewertete Technologie zeigt nun ihre Schwachstellen. Interesse und Aufmerksamkeit sinken zunächst ab. Viele Investorinnen und Nutzerinnen wenden sich ab, zahlreiche erste Anwendungen werden wieder eingestellt. Auch die Berichterstattung über das Technologiefeld verringert sich stark. Ein Tiefpunkt wird erreicht. Für einen Teil der Technologien bedeutet dies den Ausstieg aus dem Hype und damit deren Ende. Man spricht dann vom Exit. Für einen anderen Teil aber laufen, trotz des Abflachen des öffentlichen Interesses, Forschung und Entwicklung im Hintergrund weiter. Jenseits medialer Aufmerksamkeit entsteht dann ein realitätsnahes Bewusstsein dafür, welche Chancen und Grenzen dieses Technologiefeld wirklich aufweist. Auf dem sogenannten Pfad der Erleuchtung wird das Technologiefeld auf seine Stärken und Schwächen hin betrachtet. Verbesserte Anwendungen entstehen und die zweite oder dritte Generation marktreifer Produkte wird von mutigen Akteurinnen eingeführt. Diese Vorreiter sind die Early Adopter, also frühe Anwenderinnen. Spätestens hier rückt die Innovation wieder in den Fokus der Aufmerksamkeit. Nachdem die Technologie mehrmals erfolgreich angewendet wurde, erreicht sie das sogenannte Plateau der Produktivität. Jetzt wird sie in ca. 20-30% des Massenmarktes umgesetzt. An diesem Punkt rückt die Technologie auch wieder zurück in den Blick der KritikerInnen, die ihr eigentlich keine große Chance eingeräumt hatten. Ein Beispiel. Lange Zeit hat sich die Virtual Reality Technologie im sogenannten Tal der Tränen befunden. Durch technologische Weiterentwicklung im Bereich von VR-Brillen sowie neuen Anwendungsbereichen, zum Beispiel in der Wirtschaft, kommt die Technologie wieder in Schwung.
Ein Zuliefererunternehmen mit führenden internationalen Automobilkunden stellt sich nun zum Beispiel die Frage, inwiefern die Technologie Vorteile bringen kann, zum Beispiel in der eigenen Produktion. Auch Stadtverwaltung, Hochschulen oder andere Akteure beginnen, über Anwendungsoptionen nachzudenken. Damit sind wir bereits am Ende dieses Moduls angekommen. Hier sollte insbesondere deutlich werden, wie Trends entstehen, wie man sie erkennt und warum es so wichtig ist, sie zu bewerten und dann aktiv aufzugreifen. Inwiefern Open Innovation als Lösungsansatz für diese Trends in Frage kommt, sehen wir im nächsten Modul. Vielen Dank, dass Sie beim Thema Megatrends dabei waren. Schauen Sie sich auch die anderen Module des OEC Campus an.